Hallo, ich bin Liz, die Schöpferin der Mublis, und willkommen auf der Insel des Lächelns. Ich werde dir zeigen, wie man Besh zeichnet. Besh ist einer der Mublis. Willst du ihn sehen? Ich habe ihn aus etwas Ton gemacht. Da ist er. Aber heute werden wir nur eine Zeichnung anfertigen. Also, bist du bereit zu zeichnen? Du brauchst dafür ein Stück Papier, vielleicht einen Radiergummi und einen Bleistift. Meiner sieht so aus. Du kannst einen normalen verwenden. Zudem brauchst du einen schwarzen Stift und etwas zum Ausmalen. Ich werde diese dicken Pinselstifte verwenden. Aber wenn du Tinten oder Buntstifte hast, ist das auch in Ordnung. Ich werde oben auf meiner Seite beginnen und ich werde mit Beshs kleinen Ohren anfangen. Besh ist ein bisschen unfallanfällig und hatte in der Vergangenheit ein paar Unfälle. Ich ziehe dort eine Linie und gehe dann nach oben. Es ist fast so, als würdest du kleine MS zeichnen. So in etwa. Dann nehme ich meinen Stift und gehe ganz nach unten. Das ist eine Seite. Das gleiche auf dieser Seite. Besh hat 3 Finger an einer Hand, aber keine Finger an der anderen Hand. Jetzt werde ich eine schöne geschwungene Linie zeichnen. Das wird also sein Bein. Dann 1, 2, 3. So in etwa. Dann zeichne ich die Linie nach unten. Ich lasse dort eine kleine Lücke. Ich lasse dort einfach eine Lücke. Jetzt der Fuß. Der Fuß geht weiter. 1, 2, 3. Die Lücke ist da, weil dort der Wibble sein wird und sein Arm wird am Bein hängen. Kommen wir wieder nach oben. Zeichnet ein Auge, ein großes Auge und dort ein noch größeres Auge. Eine kleine Nase und dann eine Linie nach unten. Besh hat 2 Zähne. Einen dort. Und hier noch einen. Dann zeichnest du die Punkte für die Pupillen in der Mitte. Und Besh hat eine kleine Narbe hier oben. Okay, jetzt ist der Wibble hier dran. Fangen wir also mit einem Ohr an. Wegen der Geschwindigkeit des Skateboards. Weißt du, dadurch wird das Fell des Wibbles im Wind wehen. Wusch! Der Wind weht es nach hinten. Die Pfote hält sich an Beshs Bein fest. Dann noch ein Arm. Ich lasse ihn so, weil ich das Skateboard noch zeichnen muss. Das ist sein Fuß. Ein Fuß dort, der andere Fuß hier. Wir können etwas Spaß mit Wibbles Gesichtsausdruck haben. Hier kommt ein wirklich guter Tipp. Wenn du verschiedene Gesichtsausdrücke zeichnen möchtest, kannst du dich selbst im Spiegel ansehen und ein paar Grimassen schneiden. Ich stelle mir vor, dass sie wirklich schnell unterwegs sind und es dem Wibbler ein wenig Angst macht. So in etwa. So schnell. Okay, jetzt werden wir das Skateboard zeichnen. Ich werde anfangen, indem ich dort eine Linie zeichne. Das ist das Ende des Skateboards. Es verläuft so. Du siehst, wie ich seinen kleinen Daumen gezeichnet habe. So sieht es aus, als würde er sich daran festhalten. Dann ziehe eine gerade Linie an den Seiten und zeichne die gleiche Linie darunter. So ungefähr. Dann zeichnen wir einfach die Räder. Ich bin mir sicher, dass ein Skateboard eigentlich nicht so aussieht.
Ich zeichne einfach ein bisschen Dekoration auf die Räder. So ungefähr. Okay, lass uns sie ausmalen. Beshs Farbe ist ein sehr schönes, leuchtendes Blau. Ich werde das spitze Ende des Pinsels benutzen, des Pinselstifts. Sie eignet sich gut zum Ausmalen all dieser kleinen Bereiche, den Ohren hier unten und vielleicht den Füßen. Du kannst mit einem Umriss beginnen. Die Füße. Dann alles hier oben. Weißt du, ich habe all diese Charaktere erfunden, aber du kannst immer deine eigenen Charaktere erfinden und ihnen Namen geben und vielleicht sogar Geschichten über sie schreiben. Versuche, nicht darüber zu malen. Lass die Zähne weiß. So heben sie sich wirklich ab. Jetzt werde ich das wirklich dicke Ende benutzen. Ich werde das dicke Ende hier benutzen und einfach den Rest seines Körpers ausfüllen. Okay, unser Wibble soll orangefarben sein. Oh, schau dir den kleinen Wibble an. Oh. Er sieht absolut verängstigt aus, aber das liegt daran, dass Besh sehr, sehr schnell mit dem Skateboard fährt. Okay, ich denke, wir sollten das Skateboard auch ausmalen. Welche Farbe soll ich für das Skateboard nehmen? Lass es uns gelb färben. Ich nehme jetzt meinen Bleistift. Um einfach ein bisschen Schattierung hinzufügen. Hier unten. So in etwa. Und dann schon fertig. Hier siehst du Besh und einen orangefarbenen Wibble, die zusammen auf einem Skateboard stehen. Wusch! Sie sausen entlang. Brilliant!